Der wahrscheinlich schönste Mitsubishi mit echtem Vierradantrieb erhältlich, einem starken Motor und einer Optik, die so ein bisschen an James Bond erinnert. Denn er hat auch innen drin wirklich futuristische Merkmale wie ein Touchpad und wirklich eine Optik, die atemberaubend ist. Ja, der Eclipse Cross, Modelljahr 2020. Hier steht er auch in einer besonders schönen Farbkombi, nämlich in Graumetallic in Verbindung mit Schwarz Hochglanz und natürlich vielen Chrom-Applikationen, die hier mit verbaut sind. Ein B-LED-Licht, was drin ist, eine 8-Gang CVT-Automatik, die wirklich unglaublich sanft zur Sache geht und richtig großen Felgen. Ich gucke mal gerade drauf, das müssten 18 Zoll, ja, es sind 18 Zoll Leichtmetallfelgen, die drauf sind. Und das Ganze, wie er hier steht, für gerade mal 32.520 Euro. Ja, ein ausgewachsener SUV, aber kein, ich sag mal, Wohnzimmer-SUV, sondern ich kriege den mit echtem Vierradantrieb, wenn ich das möchte. Mitsubishi ist ja bekannt dafür, dass die Fahrzeuge baut, die auch in der Wüste fahren. Ja, dafür sind wir bekannt. Das ist richtig. Ja, stell dich mal kurz vor. Also mein Name ist Thomas Reiter vom Autohaus Reiter. Bin schon seit 35 Jahren Mitsubishi-Händler. Wie gesagt, hier, das ist unser neuestes Sondermodell von der Eclipse-Baureihe. Das ist der Eclipse als Sondermodell Connect. Den gibt es, wie gesagt, auch mit dem bewährten Allradantrieb von Mitsubishi. Damit kann man auch rein theoretisch einmal ins Gelände fahren. Und praktisch? Ja, praktisch auch. Wobei jetzt von der Form als solches her, es ist kein Pajero in dem Sinn, wo man richtig extrem im Gelände arbeiten kann. Aber ich sag mal, für das, was der Otto-Normalverbraucher im Gelände mal macht oder im Schnee, ist er auch mit Allrad. Packt er locker weg. Also ich sehe jetzt auch hier, der Winkel ist sehr, sehr steil. Das heißt also, er hat schon Anleihen, SUV-Anleihen, echte. Ja, Mitsubishi hat ja eine Verbindung mit Allradantrieb. Da sind wir schon seit zig Jahren dabei. Und durch die kurzen Überhänge, die er hat, hat er auch da gewisse Anleihen, ja. Ja, aber die meisten kaufen ihn ja nicht mit Allrad, oder? Ja, wird sehr oft oder überwiegend halt eben mit 2WD gekauft, also mit Frontantrieb. Denn mit der ESP-Technologie und mit Anti-Schlupf-Regelungen kommt man damit auch hier mit das, was wir hier in Deutschland an Winter haben, kommt man auch gut zurecht. Und deswegen wird er meistens dann doch eher mit Frontantrieb gekauft. Ja, traurig, aber wahr. Ich bin damals noch über die zugefrorene Mosel gelaufen. Ja, das gibt es ja heute nicht mehr. Mach mal hinten auf. Die Optik hinten schon sehr, also jetzt nichts gegen, ich sag mal, die Marke Mitsubishi. Hier vorne sieht man mal vom Outlander mal so ein Heck. Das ist eher so ein bisschen konservativ, aber ich sag mal, der hier erinnert mich schon so ein bisschen an Land Rover, muss ich sagen. Also sehr, sehr edel. Also man hat sehr, sehr edle Anleihen, oder? Ja, also schon wirklich richtig schick gemacht. Also mit der geteilten Heckscheibe hinten und mit den Designelementen, mit dem Leuchten und dem Leuchtband. Sieht richtig schick aus. Ja, auch hier 5 Jahre Garantie bis 100.000 Kilometer. Die lieben ihre Produkte, sonst würden sie keine lange Garantie geben. Ja, dafür ist Mitsubishi ja bekannt. 5 Jahre Herstellergarantie ist ganz wichtig, bis 100.000 Kilometer. Also keine Garantieverlängerung oder irgendeine Versicherung. Eine waschechte Herstellergarantie und das macht Mitsubishi nur, weil sie von der Qualität von den Produkten auch überzeugt sind. Gut, du bist auch Fachhändler, du musst das ja sagen, dass sie toll sind, aber du machst das schon ewig. Du hast es eben zu Anfang gesagt, über 30 Jahre? Ja, das Jahr hier werden 35 Jahre. In meinem Betrieb in Rehlinge-Siersburg habe ich direkt als Mitsubishi-Vertragshändler angefangen, sodass wir da schon richtig viel Erfahrung mitbringen. So, du darfst mal die Abdeckung auch mal demontieren, die hat nämlich einen eigenen Platz. Die drückt man einfach nur zusammen, gell? Die drückt man hier zusammen, dann kann man sie rausholen. Dann ist hier unten drunter eine Ablagemöglichkeit. Da verschwindet die komplett drin. Verschwindet die komplett. Ich kann die hier sogar seitlich arretieren. Übrigens, wenn ihr das Video seht, ich habe erst bei meinem Auto nach mehreren Jahren rausbekommen, dass er so eine Ablagemöglichkeit hat. Die war immer bei mir in der Garage, bis mir irgendwann einer mal gezeigt hat, dass es sowas gibt. Mach noch mal kurz hoch, da ist noch ein bisschen mehr Platz, da kann ich auch einen kleinen Einkauf reinlegen, wenn ich möchte. Klar, hier ist noch Möglichkeit für was zu verstauen, was man nicht so jeden Tag braucht, was man so mitholt halt eben und da ist jede Menge Platz. Ich kann auch hier die Sitze verstellen. Das heißt, wenn ich Personen mitnehme, dass die ein bisschen bequemer sitzen, kann ich die Position... Ach, ganz weit hinten? Ja, kann ich die ein bisschen schräger machen oder stelle sie halt eben steiler, wenn ich halt eben eher was transportieren will. Stark ist auch Kindersitz, kann ich schräger stellen, da kann das Kind besser schlafen. Richtig, zum Beispiel, ja. Ich kann auch die Sitze umklappen, 1/3, 2/3, wenn man was transportieren will. Mach mal kurz rum, bitte, dass ich mal sehe.
wie die Ladekante ist, weil das ist ja bei vielen Leuten durchaus ein Argument. Habe ich eine ebene Ladekante dann hier drin und das ist hier relativ eben. Ich gucke mal gerade, ja, fast komplett durchgehend. So sieht es aus. Und jetzt machen wir gerade nochmal hoch und den Sitz mal ganz zurück, dass wir mal so eine gute Reiseposition mal haben dafür. Und dann setze ich mal kurz rein. Will ich mal sehen, wie bequem du gleich mal da drin loungst. Denn wenn man sich dann natürlich ein bisschen zurücklegt und die Kopfstütze ein bisschen höher macht, nehme ich an, dann hat man richtig Platz. Du bist 1,75 rund. 1,74. 1,74, du hast oben noch Platz. Mach mal gerade die Hand. Ich habe massig Kopffreiheit. Hinten. So, und hier habe ich auch noch richtig Platz. Komm noch mal raus kurz. Thema Preis-Leistungs-Verhältnis hier. Ich meine, wir sprechen jetzt hier in der Top-Ausstattung über roundabout 35.000 Euro. Das Auto geht schon billiger los. Ja, klar. Der Eclipse Cross gibt es schon in der Aktion im Moment als Sondermodell. Gibt es den schon ab knapp 21.290 Euro geht es aufwärts. Echt? Ja. Der ist also auch schon mit der gleichen Motorisierung, nur halt eben jetzt mit Schaltgetriebe. Sechsganggetriebe ist ja schon in dem Preissegment zu haben. So, mach nochmal zu. Dann gehen wir ganz kurz nochmal auf die Verbrauchswerte ein. Die 18 Zoll Felgen stehen im Auto gut, oder? Ja, das sieht schick aus. Mit den Applikationen, mit dem Kunststoff, mit dem Schwarzen als Kontrast. Und vor allen Dingen hier speziell mit der Farbe, mit dem Grau in Verbindung mit den roten Rückleuchten. Also das sieht alles schon richtig schick aus. Ne? Ja, auch hier oben die Antenne, das ist mir schon gewohnt. Das ist nur noch so eine Finne. Ja. Der Empfang ganz hervorragend. Ja, ich bin ganz begeistert. Mach nochmal die Tür auf, dann sieht man nochmal den Öffnungswinkel, dass man das hat. Die gehen unglaublich weit auf. Ich kann fast gerade einsteigen. Und ich kann auch hinten, wenn du dich mal reinsetzt, nicht einsteigst, sondern mit dem Po einfach mal hindrehst. So steigen ja einige in meinem Alter auch schon ein. Das geht, oder? Das geht, ja gut. Man hat hier, der ist sehr groß, der Durchgang. Und dass ich ein bisschen den Kopf einziehe, da komme ich ganz bequem rein. Ja, vorne ist das viel besser. Also hinten steigt man ja wahrscheinlich nicht so oft ein. Aber das sind vielleicht eher Kids und so. Steig mal vorne ein, bitte. Dass man das mal sieht. Da habe ich auch einen hohen Einstieg. Der Sitz ist aber jetzt nicht ganz hoch, nehme ich an, oder? Der Sitz ist jetzt normal. Auf der Beifahrerseite ist der Sitz in der Version nicht höhenverstellbar, nur der Fahrer. Ja. Aber die Sitzposition und der Einstiegswinkel ist ideal. Also man bekommt eben rein und raus, also sehr bequem. Okay, super. Warte mal kurz. Zeig mal gerade den Winkel der Öffnung. Genau, komm noch mal kurz raus. Dann zeige ich noch mal gerade die Front. Und was vielen Leuten ja ganz wichtig ist, Thema CO2-Effizienz. Dort haben wir die CO2-Effizienzklasse D, 7,1 Liter kombinierter Verbrauch und ich habe hier eine Leistung von 120 Kilowatt, 1,5 Liter hat der Motor Turbo. Das ist ein Turbomotor, ja. Turbomotor mit drin, mit Super E10, das Gewicht sind 1586 Kilogramm und ja, ich sag mal, wenn ich den sparsam fahre, komme ich damit hin mit so zwischen 7 und 8 Liter? Ja, die sind zu erreichen. Wenn man sparsam fährt und, sage ich mal, vernünftig damit umgeht, ist das kein Thema. Das packt man locker. Darf ich damit was anhängen? Ja, Anhängelast hat er auch. Ist gestaffelt je nach Modell. Wie gesagt, wir haben verschiedene Versionen, mit oder ohne Allrad dementsprechend. Aber so roundabout um die 1500 Kilo hat er an Anhängelast. Also da kann man auch mal was dranhängen. Ich komme mal auf die Beifahrerseite, du steigst mal ein. Wir haben einen Schlüssel dabei, dann zeigen wir euch mal, wie es innen drin aussieht. Denn man hat sich im Modelljahr 2020 einiges einfallen lassen. Ich zeige erstmal hier die Sitze, da hat man so schöne Applikationen. Die Sitze sind richtig dunkelgrau, meine Kamera zeigt das jetzt so ein bisschen hellgrau an, die sind also fast schwarz. Aber sie haben so schöne, ich nenne es mal Applikationen mit drin, zwischen glänzend und matt. Ganz edel. Großes Display dominiert, ist ja heute Standard bei vielen Autos. Auch Mitsubishi hat jetzt sowas. Ja, klar. Auch wir haben sowas. Ne? Er hat noch ein bisschen Carbonoptik in den Verkleidungen hier. Und das in Verbindung halt eben mit dem schönen Lederlenkrad bzw. dem Klavierlackoptik. Also ist das alles sehr, sehr schick gemacht bei dem Auto. Ja, Start-Stopp-Automatik hat er auch mit drin. Eco-Mode, was ist das? Eco-Mode ist ein Sparmodus, wo also einmal die Leistung vom Motor etwas anders eingesetzt wird, das heißt etwas weniger Leistung. Klimaanlage ist etwas weniger, wenn man die anhat und dadurch kann man auf zum Beispiel einer längeren Autobahnfahrt, kann ich dann halt eben in Urlaub, kann ich halt eben nochmal Kraftstoff sparen, also kann ich nochmal Sprit sparen. Gerade wenn man hier durch Frankreich als Beispiel fährt mit
Geschwindigkeitsbegrenzung von 120 oder 130. Da brauche ich die Leistung nicht. Da brauche ich die volle Leistung und dann kann ich, wie gesagt, auf so einer Strecke kriege ich den Verbrauch dann noch weiter runter. Super. Mach mal an, wie geht das? Hier hat also Keyless in dem Fall, das heißt also nur auf den Knopf drücken. Ich drücke jetzt nicht auf das Bremspedal, weil sonst würde das Auto hier anspringen. Okay. So, dann bootet das System, das geht sehr schnell. Ich kann direkt das Handy koppeln. Das heißt, die Navigation machen ja immer mehr Leute direkt mit dem Handy, zum Beispiel mit Google Maps. Das geht. Ja, klar. Er hat also in dem Fall hat er Google Maps. Das heißt, ich kann also hier USB-Ausgang, habe ich hier 2 Ausgänge, kann ich das Handy koppeln und Google dann halt über Google Maps habe ich halt eben Lifetime, kann ich also ganz problemlos navigieren. Ja, das geht auch mittlerweile bei Google Maps, kann man übrigens offline auch Karten jetzt mittlerweile runterladen. Das heißt also, wenn ich längere Karten oder Sachen habe, dann sagt sogar Google, sagt hier einfach mal runterladen, brauche ich gar keine Verbindung mehr. DAB+, großes Thema. Ab diesem Jahr Pflicht, ab Dezember. Hier ist es schon eingebaut. Ich kann also digital Radiosender empfangen, ist serienmäßig. Ja, ist serienmäßig, also mit digitalem Radioempfang, natürlich auch normaler Empfang, aber digital ist natürlich eine ganz andere Qualität. Ja, und man hat auch keine Funklöcher mehr, so wie früher oder viel weniger. Ja, Touchpanel. Du hast es schon probiert, dauert ein bisschen, so 1-2 Tage, dann will man nichts mehr anderes haben. Ja, man muss sich dran gewöhnen, halt eben ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man kann natürlich beides, ich kann einmal hier oben mit der Hand alles bedienen, wenn ich das möchte. Mach mal bitte. Ich kann also, wenn ich jetzt hier home gehe, dann bin ich hier auf dem Gesamtmenü, wo ich verschiedene Funktionen habe, wo ich auch die USB-Sache steuern kann oder iPod und so weiter. Das kann ich hier drüber alles abrufen. Also alles geht einmal, wie gesagt, von Hand. Jetzt sind wir hier wieder im DAB-Menü oder ich kann halt eben hier mit dem Pad, kann ich hier unten halt eben dann dementsprechend bedienen. Ja. Genau, das heißt also, da brauche ich dann nicht die Hand weg zu bewegen, ja. Da ist die Hand da. CVT-Automatik, in dem Fall eine 8-Gang. Die CVT ist unglaublich, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil die Drehzahl immer im optimalen Bereich ist bei CVT. Das heißt, ich habe also keine Drehzahl, die rauf und runter geht, sondern die bleibt fast immer gleich. Ja gut, die CVT ist ja eine stufenlose Automatik, ist also in dem Fall einmal leichter, das heißt auch wieder spritsparend, weil halt eben das Gewicht leichter ist wie bei einer früheren herkömmlichen Automatik mit Wandler. Aber wie gesagt, die Schaltvorgänge sind hier von der Elektronik dann eher gesteuert, aber es ist unheimlich weich vom Fahren, unheimlich sanft. Und wenn man sich daran gewöhnt hat und eine Zeit lang so ein Auto gefahren hat, dann möchte man eigentlich keine andere Automatik mehr haben. Hier vorne habe ich auch Schaltpedals, die sind riesengroß. Damit kann ich auf Wunsch zum Beispiel am Berg rauf und runterschalten oder komplett manuell. Ja, ich kann einmal praktisch in den manuellen Modus gehen oder halt eben, wie gesagt, mit den Pedals kann ich schalten während der Fahrt, wenn ich mal Gang runterschalten will. Es ist auch so, dass die Automatik auch schon merkt, wenn man Berg runter, der Berg hochfährt. Das heißt, die schaltet selbst runter, die schaltet nicht wild durch die Gegend. Aber wenn man ein bisschen sportlicher fahren möchte, darf er hier mit den Pedals oder halt eben hier in dem klassischen manuellen Modus mit Tiptronic, wo hier Plus und Minus steht, kann man auch von Hand schalten. Da steht Plus und Minus. Das heißt, ich kann es also über mehrere Arten machen. Die meisten schalten am Anfang, schaltet man, wenn man das Auto neu kriegt, auch viel noch manuell. Irgendwann habe ich viele erlebt, die machen nur noch Automatik, ja, steigen ein und freuen sich des Lebens. Ja gut, Automatik ist ja heute bequem bei dem Verkehr, den wir haben mit Stop and Go oder auf der Autobahn mit Stau, dann ist das so easy mit der Automatik, braucht nichts zu machen, gebe ein bisschen Gas und dann fährt das Auto los. Lenkrad ist ordentlich verstellbar? Ja, Lenkrad ist natürlich auch alles verstellbar in dem Fall. So. Geht auch axial, kann man alles sich ideal einstellen. Ja, Multifunktion. Wichtig ist, hat viele Assistenten mit drin. Das heißt, Thema Spurhalte ist mit drin. Ich habe aber auch einen Schutz, dass wenn ich mal nicht aufmerksam bin, da läuft mir einer mal vors Auto vor. Es hat einen speziellen Bremsassistenten mit drin. Hat einen Bremsassistent drin, hat einen Kollisionswarner drin. Wie gesagt, Spurhalteassistent, also diese ganzen Sicherheitsfeatures. Radar, Tempo mit Radar, wo ich halt eben den Abstand einstellen kann. Hat auch mit drin. Hat er auch mit drin, in Verbindung mit dem Tempomat in dem Fall. Also das ist also von der Sicherheit her, hat er wirklich alle Features, die man so braucht. Ja, Multifunktionslenkrad haben wir schon gesagt. Auch da kann ich das Radio wiederum steuern, ja. Mit allem drum und dran. Habe hier vorne noch so ein paar Extras. Ja, Mitsubishi ist bekannt dafür, dass sie Sachen bauen, die man auch bedienen kann. Es ist ein Mix aus, ich sag mal, herkömmlichen Bedienelementen und natürlich auch die neumodische Technik, wie zum Beispiel Touchpanels. Die machen keine Experimente. Ich kriege alles sogar mehrfach Touch. Ich habe hier so ein Touchpad,
Ich kann das am Lenkrad nochmal bedienen, also jeder so, wie er es gerne hätte. Ja, sehr, sehr, also ist gut gemacht halt eben. Man kann einmal von Hand bedienen. Wenn einer nicht so mit den Sachen vertraut ist, kann er das auch hier alles noch von Hand konventionell machen. Wichtige Dinge wie halt eben jetzt die Lautstärkenregelung oder wenn man den Sender wechseln will, kann ja auch hier alles vom Lenkrad aus bedienen. Dann muss ich nicht die Hand vom Fahrzeug nehmen, vom Lenkrad nehmen. Also das kann man alles ganz individuell machen. Was schön ist auch Auto-Hold-Funktion, das heißt, am Berg brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Der wiegt ja nur 1500 Kilo, also so schwer ist er jetzt auch nicht. Und ich habe eine unglaublich bequeme Sitzlage. Ich habe eine Mittelkonsole, die hat auch noch mal Platz drunter. Ja, die hat noch Platz drunter, kann man was ablegen, kann man Sache wegmachen. Ansonsten ist eine schöne Armlehne, die ist also wunderbar vom Handling her mit der Automatik. Ich komme, wenn ich hier die Hand drauf habe, überall bei für das Touchpad. Also ganz ideale ergonomische Sitzposition für zu fahren. Ja. Du empfiehlst grundsätzlich Probefahren. Also das macht schon Sinn, dass man sich mal in so ein Auto reinsetzt. Wer noch nie mit Mitsubishi zu tun hat, was sind das für Leute, die es kaufen? Das sind aber nicht nur Landwirte, oder? Ja gut, Landwirte, das kommt so aus der alten Ära von Mitsubishi mit Pajero oder halt eben L200. Aber das hier ist ein Auto. War Spaß. Ja, schon klar. Das ist ein Auto hier für jedermann. Da haben wir eine ganz breite Käuferschicht in dem Fall. Aber man muss das Auto mal erleben, weil viele haben noch keinen Mitsubishi vorher gefahren. Die müssen einfach mal so ein Auto fahren und mal sehen, wie toll die vom Motor laufen. Wir haben auch in beiden Betrieben von jedem Fahrzeugen auch Vorführer da zum Testen. Wie gesagt, mit Automatik, mit Schaltgetriebe. Aber am besten jeweils vorher anrufen, damit man Termine vereinbaren kann. Ja, so ist es. Ja, wir sind im Saarland. Wir zeigen diese Autos auch ein bisschen ausführlicher mal, dass man das sieht und auch Lust bekommt. Ja, der konservative Hersteller Mitsubishi Ghost auf einmal ganz modern, tolle Optik mit allem drum und dran. Die kommen immer mehr, die Sachen. Aber ihr habt auch noch die konventionelle Optik, wenn man das haben möchte. Ja, wir haben auch noch Fahrzeuge mit ein bisschen konventioneller Optik. Wobei er hier halt eben schon ist zweckmäßig und sieht trotzdem schick aus. So, wir steigen mal aus, dass wir das nochmal zeigen. Hier nebenan habe ich nämlich auch nochmal einen etwas größeren SUV, nämlich einen Outlander mit dabei. Und darüber reden wir aber heute nicht, sondern wir reden heute über das 2020er Modell Eclipse Cross als Sondermodell namens, wie heißt es nochmal? Connect. Connect. So ist es ja, in dieser tollen Farbvariante. Also in der Farbvariante würde ich mir auch gefallen lassen, ja. Das ist jetzt meine Variante, muss ich fairerweise sagen. Ist ja Geschmackssache. Das ist Geschmackssache. Es gibt also verschiedene Farben, gibt auch in diesem schicken, schönen Rot. Wir haben auch die Bonbonrot. Und ja, genau, so kann man es bezeichnen. Wir haben auch jetzt diese Spirit-Sondermodellserie und Spirit Plus. Also wir haben eine unheimliche Vielfalt bei dem Eclipse Cross. Da denke ich, ist also mit Sicherheit für jeden was dabei. Ja, es ist natürlich selbstredend. Wir sprechen hier von einem Auto. Ihr habt viele Kunden, das muss man dazu sagen, die kaufen die Autos nicht, um die 2 Jahre zu leasen und dann wieder abzugeben, sondern so Mitsubishi fahren die auch mal gerne 10 Jahre. Das ist ein Auto, das kann man bedenkenlos auch mal für eine Zeit, ich sag mal wie so ein G-Modell, das fährst du ja auch nicht nur für 2 Jahre, sondern das hat man einfach eine Zeit lang. So denken viele Mitsubishi-Fahrer, oder? Ja, die Mitsubishi-Fahrer fahren so ein Auto schon ein bisschen länger. Ich sag mal so 10 Jahre ist schon lang. Aber 5 Jahre. Ja, für dich als Autohändler ja auch doof. Ist natürlich auch doof, wenn die halt eben nicht vorher ein neues Auto kaufen. Aber ich sag mal, Mitsubishi ist langlebig, hat eine hohe Qualität und dementsprechend werden die Fahrzeuge auch in der Regel schon ein bisschen länger gefahren. Ist ja auch der große Vorteil mit dieser 5 Jahre Garantie. Da bin ich 5 Jahre sorglos in dem Fall. Und wenn ich mal das Auto früher verkaufen möchte, die Garantie ist also fahrzeuggebunden, nicht herstellergebunden, kann ich so ein Auto nach 3 Jahren wieder verkaufen, habe immer noch 2 Jahre Werksgarantie. Thomas, kommen wir nicht drüber weg. Ich meine, hier, das ist jetzt schon eine der höchsten Ausstattungen, oder? Das hier ist schon eine der höchsten Ausstattungen. Es gibt noch die Version Top mit Vollleder, mit allem Pipapo. Aber das hier schon vom optischen her mit allem schon eine der höheren Linien. Ganz ja, ich komme aber nicht drüber weg, dass das Ding knapp über 20 brutto schon gibt, ja, dass er da losgeht und da sieht er genauso aus. Dann sieht er genauso aus. Die Karosserieform ist gleich. Farbmäßig, okay, muss man halt eben sehen, was einem besser gefällt. Aber die Karosserie als solches ist dieselbe Form. Super, ja. Autohaus Reiter, schon ewige Erfahrung mit Mitsubishi. Wo findet man euch? Also mich findet man einmal, wie gesagt, in Rehlingen-Siersburg an der Windmühle 7. Da bin ich schon seit 35 Jahren Mitsubishi-Händler. Haben wir also schon eine große Erfahrung. Und dann hier in Saarbrücken, da sind wir seit 2005 in der Kurt-Schumacher-Straße, in Brebach-Fechingen, gegenüber vom Rathaus.
Ist es. Ja, vielen Dank. Wenn Sie Lust haben, einfach mal Probe fahren. Du verkaufst die Autos mittlerweile auch sehr weit, muss man sagen. Durch die Videos kriegen wir natürlich viel mehr Reichweite. Ist das ein Problem, wenn ich den jetzt unbedingt bei dir kaufen möchte? Darf ich dann zum anderen Mitsubishi-Händler meinen Service machen lassen? Ja, klar, sicher. Also ich meine, die Servicegeschichte gilt natürlich bundesweit und durch die vielen schönen Videos mit dir haben wir Anfragen ganz hoch aus dem Norden, weite schon über von Flensburg, Berlin, wo die Anfragen kommen, aber generell Problem ist das keins. Super. Ja, vielen Dank. Wenn ihr mal kommen wollt, man kann auch hier mit dem Zug kommen, One-Way, das Auto dann abholen, alles möglich. Tschüss, Thomas. Tschüss.